Die Micomik von Lorch ist kein Trafo-betriebenes, sondern ein Inverterschweißgerät. Über Inverter kursieren in der Metallverarbeitung noch immer viele Mythen. Wir wollten wissen, ob es Lorch mit der Micomik gelingt, wirklich jedes Vorurteil gegenüber Inverterschweißmaschinen zu entkräften. Die Einstellung und Bedienung eines Inverters sind viel komplizierter als beim Stufenschalter. Nun, für die Micomik als Inverter kann ich das nicht bestätigen, denn gerade in der Entwicklung der Micomik-Serien haben wir besonders darauf geachtet, dass alle verfügbaren Einstellungen nur dann genutzt werden müssen, wenn der Schweißer es tatsächlich möchte. Und in unseren Schweißprogrammen haben wir versucht, möglichst viel Optimierungspotenzial, das sich aus so einer modernen Anlage ergibt, schon vorab vorzukonfigurieren, vorzubereiten und für den Schweißer dadurch einfach nutzbar zu machen. Wenn man jetzt eine Schweißaufgabe beginnt, ist damit der Schritt sehr einfach. Im Drahtvorschhubraum kann ich über das Synergie-Kennlinien-Bedienfeld das passende Schweißprogramm auswählen. Das setzt sich zusammen aus Material, Draht und Gas. Und auf dem Bedienfeld selbst habe ich dann ganz einfach die verschiedenen Prozesse zur Verfügung, die mir für diese Material-Draht-Gas-Kombination zur Verfügung stehen. Und so kann der Schweißer eigentlich ohne viel Aufwand, ohne Einstellung und komplizierte Vorkonfiguration sofort mit der richtigen Schweißaufgabe zu schweißen beginnen und hat sogar die Möglichkeit, über die Materialstärke auch das für sein Bauteil relevante Anwendungsfenster zu wählen. Der Lichtbogen eines Inverters fühlt sich anders an als bei einem Stufenschalter. Ja, dieses Vorurteil hören wir natürlich öfter, denn gerade beim Umstieg von einer Trafoanlage auf einen Inverter haben wir große Unterschiede. Und die Schweißer haben natürlich Bedenken, fühlt sich der Lichtbogen jetzt noch im Nachgang gleich an, wie sie das bisher schon gewohnt waren, wenn sie mit unserer Micomik jetzt schweißen. Aber an der Stelle kann ich wirklich sagen, der Lichtbogen eines Inverters ist ganz anders optimierbar, wie man das vielleicht gewohnt ist von einer Trafoanlage. Und durch die Lichtbogendynamik, die unsere Micomik hat, funktional, lässt sich der Lichtbogen auch eher härter in der Charakteristik optimieren als auch weicher. Und so findet eigentlich jeder Schweißer wieder genau die Einstellung, die er vielleicht bisher schon gewohnt war in seinem Produktionsumfeld. Und damit sollten wir eigentlich immer die passende Lösung und die passende Lichtbogencharakteristik finden für jeden. Stufenlos einstellbare Inverter haben einen empfindlichen Lichtbogen, der viel manuelle Justage erfordert. Bei der Firma Lorch widmet sich wirklich ein komplettes Team an Praktikern nur dem Thema, möglichst viel Performance aus dem Lichtbogen zu holen. Und zwar nicht im Ausreizen vieler Einstellmöglichkeiten, sondern wirklich schon in der Vorabdefinition für die passende Schweißaufgabe die beste Lösung für unsere Kunden zu ermöglichen. Nun, was heißt das jetzt aber konkret für den Lichtbogen? Nun, egal welche Anwendung oder welche Herausforderung man jetzt als Schweißer hat, sei es ein Wechsel der Schweißlage, komplexere Steignähte, Prozesse, die vielleicht besonders viele Lichtbogenlängenveränderungen mit sich bringen, sorgen natürlich dafür, dass ein Risiko da ist, dass der Lichtbogen abreißt. Bei der Micomik haben unsere Praktiker wirklich alles dafür getan, dass egal wie groß die Herausforderung ist, der Lichtbogen steht und genau die Performance bringt, die für die Lösung der Schweißaufgabe sorgt. Inverter sind empfindlicher im Service und eine teure Investition. Ja, jetzt könnte man natürlich erstmal denken, Inverter, viel Elektronik, viel Regelungstechnik, viel Software. In so einem Inverter steckt natürlich richtig Know-how drin. Ist es deswegen empfindlicher und teurer? Ich kann ganz klar sagen, nein, ist es nicht. Natürlich gibt es in einem Trafo ganz simple Zusammenhänge zwischen Trafo-Abgriffen und damit auch verbundenen Stufen und Lichtbogenleistungen. Bei einem Inverter habe ich da deutlich mehr Möglichkeiten, den Lichtbogen zu optimieren, zu steuern. Dafür braucht es natürlich Regelungstechnik, dafür braucht es Innovation und Know-how. Und am Ende habe ich mit so einem Inverter ganz andere Möglichkeiten, die maximale Produktivität und Performance aus dem Lichtbogen zu holen. Und damit kann ich wirklich auch nach über 10.000 begeisterten Schweißern, die schon mit unserer Micomik arbeiten, kann ich überzeugend sagen,
Die Micomig ist nicht empfindlich, sie passt sehr gut in die Applikation und sie macht sich auch auf jeden Fall mit dem Produktivitätsgewinn und den Möglichkeiten bezahlt, die ein Kunde bekommt und als Möglichkeiten zur Verfügung gestellt wird, wenn er sich für so einen Inverter entscheidet. Ja, und ein weiteres Argument, warum es mit der Micomig-Serie wirklich besonders günstig ist, auch in den Inverterbereich, in den modernen Inverterbereich einzusteigen, ist, es ist jederzeit möglich, dass ich weitere Schweißaufgaben, Materialien, Funktionen per Upgrade nachrüste. Das ist bei der Micomig per NFC-Technologie möglich. Und damit steigt der Kunde mit der Micomig genau mit den Schweißaufgaben und Prozessen und Programmen ein, die er heute benötigt. Und die Micomig wächst eigentlich mit dem Kunden gemeinsam in ihren Anwendungen, indem man Stück für Stück Funktionsumfang zusätzlich bereitstellen kann. Und all das kombiniert mit einem wirklich robusten Industriegehäuse macht die Micomig-Serien zu einer absoluten Allzweckwaffe im Schweißalltag. Ja, ich hoffe, wir konnten euch zeigen, was man mit so einem modernen Inverter wie der Micomig alles machen kann. Natürlich hoffe ich auch, dass alle eure Fragen, die ihr vielleicht hattet, beantwortet werden konnten. Wenn nicht, bitte schreibt uns in den Kommentaren, was euch noch so beschäftigt, wo ihr vielleicht noch Herausforderungen habt, die noch ungelöst sind. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, dort mit euch in den Dialog zu gehen. Und ihr könnt uns auch kontaktieren, direkt über die Kontaktdaten in der Infobox. Haben euch die Antworten überzeugt? Ansonsten schaut mal in die Infobox. Da findet ihr alle Infos zum Micomig von Lorch. Und hier verlinken wir euch noch unser Video über den Lorch MicroTwin Schweißprozess und hier unten unser letztes Video. Schaut da mal rein.